Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Agathor. Es ist wieder Sonntag, nehme ich mal an. Und es geht um Combat Patrol, und zwar die Ausgabe Nummer 47 mittlerweile. Leider verfolgt mich mein Albtraum immer noch. Wir müssen auch in dieser Ausgabe nochmal highlighten. Und zwar stehen die Chaos-Miniaturen und die Orks an. Erneut, ich werde nicht alle Chaos-Miniaturen und nicht alle Orks machen. Alleine schon deshalb, weil ich immer nur einen kleinen Teil angemalt habe. Einen viel kleineren Teil, als ich eigentlich gerne zugeben möchte. Aber ich habe die Zeit einfach nicht. Deshalb, ich werde ein paar von denen, die auf dem fertigen Stand sind, mit den Highlights übermalen. Es geht aber auch tatsächlich mit den nächsten Modellen los. Und zwar 3 Killercopter. Die werden in diesem Heft zusammengeklebt oder zusammengebaut. Ich muss das nochmal checken. Danach wird dann bei den fertigen Minis noch gehighlightet. Wie immer gilt, wenn euch gefällt, was ihr seht, liken, teilen, abonnieren und so weiter. Ich habe auch schon meinen Twitch-Kanal jetzt gerade heute frisch überarbeitet. Das Infopanel sieht nochmal viel besser aus und meine Affiliate-Links sind reaktiviert. Ihr wisst, es ist Werbung, aber wenn ihr darüber bei Amazon kauft, euch kostet es nicht mehr. Dafür kriege ich einen kleinen Prozentsatz. Ihr findet ein paar Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber viel Spaß mit dem Inhalt und dann mit der Bastelei. Und damit rein in den Heftinhalt. Ich freue mich auf die Killercopter. Es ist ein bisschen blöd aufgeteilt vom Bild her, dass hier steht, es wären 3 drin und im nächsten Heft sind nochmal 3 oder sind es nur insgesamt 3 Killercopter? Das sehen wir gleich beim Basteln. Aber wie immer sind die Blister auf 2 Hefte aufgeteilt und der Zusammenbau bzw. die Fertigstellung dann wohl auch. Hier graut es mir davor, ich sehe gerade, hier steht weiter akzentuieren. Das heißt, wir werden wohl zusammenbauen und andere Modelle bemalen. Außerdem gibt es neue Fraktionsregeln. Wird wohl doch wieder ein umfangreicheres Video. Ich wünsche euch viel Spaß und wir gucken mal rein. Es wird gebaut. Direkt. Wir brauchen keinen Klebstoff, das finde ich schon mal cool. Die Killercopter sind gesteckt. Einer wäre hiermit erledigt. Da wird der zweite, die sind auch aus gar nicht mal so vielen Teilen. 5, 6 Teile. Na, vielleicht ein paar mehr. Da ist der zweite. Und der dritte. Ne, es sind insgesamt tatsächlich nur 3 Killercopter. Mit wirbelnden Rotoren, aufgemotzt Haar, Megablast Haar und Kopterraketen. Schön. Aber, wie schon angekündigt, wird weiter gemalt. Und zwar die Chaos Space Marines kommen jetzt dran. Bei denen kommt nämlich auch Kelgar Blue zum Einsatz, und zwar wieder an den Kanten. Und auch das Stormghost Silver bei goldenen und silbernen Elementen. Das ist ziemlich viel bei den Chaos Space Marines. Das wird eine sehr umfangreiche Folge, fürchte ich. Und Leder haben sie auch, dementsprechend Nightquester Flash. Aber irgendwie nur bei Leder, wenn ich das richtig sehe, ja. Oh, und das Fell. Die Terminatoren haben Fell, da muss ich dran denken, das wird auch damit gemacht, okay. Und dann geht's immer noch weiter, Leute, ich werde hier nicht mehr fertig. Die Orks werden mit Kelgar Blue, auch die schwarzen Teile wieder, alles Schwarze wird mit Kelgar Blue gemacht, alles Blaue auch. Stormhost Silver, ihr kennt das Vorgehen mittlerweile. Auf den silbernen und den goldenen Parts müssen wir hier irgendwas Spezielles beachten, ich glaube nicht. Nightquester Flash auf die Ledersachen, das sind bei den Orks nicht wenige. Und dann sind wir auch mit den Orks soweit auf dem Laufenden. Uff. Okay, da habe ich ein bisschen was vor mir. Aber es gibt hier auch ein Datenblatt für die Killercopter. Killercopter sind improvisierte Todesfallen, die fast genauso gefährlich für ihre Piloten sind wie für deren Gegner. Die furchtlosen Orks, die sie steuern, gehen dieses Risiko bereitwillig ein, um die Gelegenheit zu erhalten, ihr schreckliches Waffenarsenal auf den Feind zu feuern. Aus windigen Höhen und mit rasanter Geschwindigkeit. Ja, ihr seht's ja, ne? Die hängen voller Raketen und allem. Funny. Spielen. Kampfpatrouillenregeln der Chaos Space Marines. Genau wie im letzten Heft, hier auch nochmal aufgeteilt. Verbesserung, sekundäre Missionsziele, Gefechtsoptionen. Ich gehe da jetzt ein bisschen schneller durch. Das sind die Sonderregeln, die wir eben für die Kampfpatrouillen hier zurechtlegen können.
Zur Auswahl stehen bei den Chaos Space Marines die hasserfüllte Predigt oder der dunkle Segensspruch. Bei sekundären Missionszielen können wir der Champion der dunklen Götter werden oder als fanatische Verwüster durch die Landschaft ziehen. Oh, wir sind schon am Ende des Hefts. Bei den Gefechtsoptionen können wir uns zwischen Warp-Riten, den erbitterten Hieben und gnadenlosen Salben entscheiden. Das klingt spannend. Und weiter geht's dann eben hier wieder mit der Werbung. Aber der spannende Part kommt erneut. Es gibt eine Ausschau auf 3 Hefte. Klar, im nächsten Heft sind die restlichen Killercopter-Teile und wahrscheinlich die Bemalung. Infos zu Gerissen, aber brutal. Wir hatten ja vorher schon brutal, aber gerissen. Und es gibt was zu Nahkampfwaffen. In der 49 geht es weiter mit dem ersten Teil des Gargbots und in der 50 folgt dann Teil 2. Nice. Dann wollen wir mal erst zusammenstecken und dann weiter akzentuieren. Bis gleich. So, meine Lieben, so langsam muss ich wirklich nach Themen für unseren Off-Text hier suchen. Und vor allem muss ich dabei tierisch aufpassen, dass ich nichts erwische, was wir schon mal bequatscht haben. Sollte das mal passieren, sagt's mir gerne in den Kommentaren. Das kann ich dann zwar im Nachhinein nicht ändern, aber wenigstens können wir uns dann zusammen drüber ärgern, dass ich gepennt habe und irgendwas doppelt eingequatscht habe. Und mir am besten noch widersprochen habe. Das wäre typisch ich. Wie dem auch sei, heute soll es um STCs gehen. Ich glaube, dazu habe ich noch nie was gesagt, falls ich die überhaupt jemals erwähnt habe. Also, hat übrigens jetzt nichts speziell mit dem, was in dem Heft hier drin ist, zu tun, aber Standard-Technologiekonstrukte kommen immer wieder mal in der Lore vor und werden später auch wichtig, wenn wir die Wodan-Konglomerate kriegen. Also, im Universum von 40k werden ganze Kreuzzüge geführt, Milliarden Soldaten geopfert und ganze Planeten durchsucht. Und zwar nur auf der Suche nach Datenfragmenten ab und an. Es muss nicht mal um irgendeine Superwaffe gehen, es muss nicht um einen verschwundenen Primarchen gehen. Es reicht, wenn man auf der Suche nach einem Bauplan ist. Aber was für Baupläne sind das, die hier gesucht werden? Die Antwort ist meistens, wenn man wirklich Millionen von Soldaten verheizt und ganze Planeten niederbrennt, geht es um Baupläne, Teile oder ganze Standard-Technologiekonstrukte. Oder im Englischen Standard Template Construct, also STC, abgekürzt. Wie immer gilt, wenn ihr validiertere Lore braucht als das, was ich euch hier ins Mikrofon säusle, findet ihr unten die wahren Lore-YouTuber. Wenn ihr wissen wollt, wo ich die Sachen her habe, die sind vom offiziellen Warhammer 40k Lexicanum, also lexicanum.com, glaube ich. Und ich habe mir dort die Texte rausgezogen, habe sie auf Deutsch übersetzt und tatsächlich mit KI ein bisschen sortiert. Habe hier so eine Stichpunktliste vor mir und laber mir während dem Sprechen daraus einen Text zusammen, damit ihr auch mal einmal wisst, wie genau das bei mir läuft. Jetzt aber zurück zum Thema. Also, die Standard-Technologiekonstrukte stammen aus dem dunklen Alter der Technologie, dem Dark Age of Technology. Da war die Menschheit nämlich auf ihrem technologischen Höhepunkt und hat ganz viel künstliche Intelligenz, KI, benutzt. Also, wie wir heute, nur mit sinnvollem Nutzen, statt dass ich mir ein Backrezept damit erstellen lasse, das ich auch einfach googeln könnte. Es gab dann jedoch ein bisschen Stress, weil im Prinzip war das hier das Golden Age of Technology. Alles war toll, alles war super, man hat die Man of Iron gehabt, man hat Warp-Antriebe gehabt, die ganze Galaxie kolonisiert und überall sind tausende Kolonieschiffe herumgeflogen. Und diese Kolonieschiffe haben eben Systeme gebraucht, mit denen sie quasi per Knopfdruck, sage ich mal, eine Standardkolonie auf einem fremden Planeten, egal welche Lebensumstände der hatte, erstellen konnten. Und hier kommen diese STCs ins Spiel. Es sind
Das definieren wir gleich. Aber erstmal noch der Hinweis, der Sprung zum Dark Age of Technology kommt dann, wenn die KI Amok läuft und sich gegen die Menschen richtet, was beinahe die Menschheit ausgelöscht hätte und dafür gesorgt hat, dass Millionen von Planeten vom eigentlichen Imperium der Menschheit abgeschnitten sind. Das ist das, was der Imperator dann später versucht wieder zu verbünden. Okay. Also, STCs. Der wichtigste Teil dieser Expedition sind die Standardtechnologiekonstrukte. Es waren riesige Expertensysteme, die von KI-gestützten Datenbanken betrieben wurden. Die haben Fabriken geplant, die haben ganze Kolonien quasi auf Knopfdruck planen können, ganze Hive-Städte. Und sie haben sie aber auch gebaut. Sie haben Material zusammengesucht und daraus dann eine Kolonie gebaut auf Knopfdruck. Also es ist, wie soll ich sagen, es ist eine KI, ein extrem großer 3D-Drucker und ein Architekten einem. Also im Beispiel, ein Kolonieschiff landet auf einem unentdeckten Wüstenplaneten. Das STC erkennt, es gibt hier wenig Wasser, aber wir haben Eisen, wir haben Kupfer, keine seltenen Metalle. Dann fängt das Ding an zu planen. Brunnen, um Wasser erstmal zu kriegen. Wasseraufbereitung, damit die Leute nicht verrecken. Dann brauchen wir zum Arbeiten hier Traktoren, Minen, Häuser zum Wohnen, Generatoren für Strom, Fahrzeuge für die Bewegung und eben Werkzeug, um in den Minen Eisen und Kupfer abzubauen. Alles angepasst auf diesen Planeten. Wird dann geplant und von dem Gerät direkt gedruckt, ausgeworfen und auf diesem Planeten platziert. Die Menschen müssen so lange im Schiff sitzen bleiben, bis sie dann eben eine fertige Mine mit Wasseraufbereitung und Wohnhäuser da stehen haben. Kommen wir jetzt zum Untergang. Ich habe ja schon gesagt, das Ganze kippt ein bisschen zum Dark Age of Technology. Wie schon gesagt, die KI hat rebelliert, die Men of Iron sind amok gelaufen, es gab Krieg. KI, Schrägstrich humanoide Roboter, die von KI betrieben werden, gegen die Menschheit. Und gleichzeitig durch diesen ganzen Hass und den Terror sind noch Warpstürme losgebrochen und haben viele der Planeten von der restlichen Zivilisation eben getrennt. Und diese Isolation führt nicht zuletzt zum Zusammenbruch der Menschheit. Man konnte nicht mehr miteinander kommunizieren, viele Planeten sind irgendwo im Feuer der Rebellion der Maschinen untergegangen, kein Mensch hat das mitgekriegt. Andere haben weiter existiert, hat auch keiner gemerkt. Und beispielsweise zum Zentrum der Galaxie hin gab es auch STCs, die nicht amok gelaufen sind und sich nicht der KI-Rebellion angeschlossen haben. Das werden wir später nochmal lernen, wenn es um die Wodan geht. Die Space-Zwerge, wie ich sie jetzt einfach mal kurz nenne. Aber die Mehrheit der STCs wurde zerstört, vergessen. Also es kann durchaus sein, dass die irgendwo auf dem Planeten rumstehen, der im Krieg entvölkert wurde oder von irgendwelchen Xenos entvölkert wurde oder sich selbst entvölkert hat. Wir reden hier immer noch von Warhammer. Oder sie wurden einfach beschädigt. Also es gibt auch einen Haufen, die nicht mehr so ganz funktionieren oder zerstört und gesprengt sind. Genau. So. Und da kommt jetzt das Mechanikum ins Spiel. Ihr erinnert euch dran, KI ist höchst verboten im Warhammer-Universum. Aus den Gründen, die ich gerade eben aufgezählt habe. Und deshalb ist man aber sehr an der Technologie interessiert aus dem Dark Age oder dem Golden Age of Technology. Und will die Sachen entweder kassieren und wegsperren oder aber auch schon ein bisschen untersuchen, weil es werden ja auch teilweise Raumschiffe genutzt, die schon auf dem Dark Age noch basieren. Auch sogar die Rüstungen der Space Marines, das ist glaube ich gar nicht so bekannt, basieren eigentlich auf den Errungenschaften der Menschheit zum goldenen Zeitalter der Technologie. Titanen auch. Aber es wird eben nichts Neues mehr entwickelt. Man glaubt ja an den Maschinengott und Maschinengeister und betet die Maschinen an, anstatt zu verstehen, wie sie funktionieren. Und alles in allem wird Innovation dabei als massiv gefährlich betrachtet. Wissen ist also absolut heilig und es darf nicht erweitert werden, wie das Wort Gottes, es darf nicht umgeschrieben werden, bla bla. Aber deshalb sind die auch hinter diesen STCs her, wie der Teufel hinter der armen Seele, um mal im biblischen Kontext hier zu bleiben.
Man hat aber einiges an Technologie, was man so benutzt, aus diesen STCs herausgekriegt und sie genutzt, um damit verschiedene Sachen wiederherzustellen, hat das zusammengebosselt aus Fragmenten und so weiter. Ein Teil der imperialen Armee, deren Equipment hat man eben so wiederherstellen können. Die Rhino-Panzer, die Land Raider, ne, das sind ja diese riesigen Panzer. Predator-Panzer, den Baneblade, das ist glaube ich der größte, aber auch die Chimera, das sind diese Walker. Und Millionen von Soldaten verlassen sich somit auf Technologie, die man eben aus diesen Gerätschaften noch wiederherstellen konnte. Die auf dieser eigentlich verlorenen Technologie basiert. Und wer auch immer irgendwo eine Fabrikwelt findet, eine zerstörte, oder ein altes STC oder Fragmente irgendwo stiehlt und im Imperium verkauft, die werden unendlich reich. Und an der Stelle nochmal die Spekulation, gibt es noch funktionierende, vollständige STCs? Weiß keiner so ganz genau, außer bei den Wotan, da steht eins. 2, 3, aber warum die nicht übergelaufen sind, ist auch nicht so ganz klar. Die Wotan lassen wir hier mal außen vor. Vom Imperium aus gesehen weiß niemand so genau. Es könnte halt sein, dass in welchen von den Millionen vergessenen Kolonien noch welche liegen. Aber auch, dass die Necrons auf der Suche nach Wissen, welche geklaut und bei sich in den Gruften geparkt haben. Dann fliegen noch die Space Hulks durch die Gegend. Falls jemand bis hierhin zugehört hat, einmal kurz die Frage, habe ich euch schon erzählt, was Space Hulks sind? Hatten wir schon einen Off-Text zu Space Hulks? Weil das finde ich ganz interessant. Und da könnte ich euch vielleicht irgendwas noch dazu geben. Oder generell in den Ruinen von niedergebrannten Planeten und Siedlingen. Da könnten auch noch funktionierende laufen. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ihr dürft nicht vergessen, das sind 10.000, 15.000 Jahre vergangen, seit diese Planeten alle zerstört wurden und das Imperium zusammengebrochen ist. Also, das ist so lange her, dass die wirklich unter einem riesen Berg Schutt liegen können. Aber was nehmen wir daraus jetzt mit? Naja, die größte Tragödie des Imperiums ist vielleicht noch nicht mal dieser endlose Krieg gegen alles und jeden und sich selbst, in dem sie sich befinden, sondern das Vergessen und der Verfall. Schließlich haben sie einst Technologien geschaffen, mit denen man quasi alles verbunden hat, Sternensysteme, die ganze Galaxie miteinander verbunden hat, die auf Knopfdruck Städte herstellen konnten. Und was ist heute? Sie halten das alles nur noch am Laufen, und zwar indem sie denken, sie könnten es irgendwie anbeten, und dann funktioniert es wahrscheinlich, weil kein Schwein mehr versteht, wie man neue Sachen herstellt oder auch nur die alten repariert. Auch daran scheitert es ja meistens schon. Und deshalb ist jede wiederentdeckte STC quasi fast der heilige Gral, Ketzerei, für die, weil man hofft, dass man doch noch ein bisschen was aus dieser fernen Zeit wiederherstellen kann. Ja, das war mal ein bisschen andere Lore heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich muss Themen finden. Und beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht was zu den Space Hulks, wenn ich da jetzt gerade dran denke. Nun aber viel Spaß mit dem Fazit. Alright, das war's. Die Killercopter sind soweit fertig gebaut. Im nächsten Heft werden sie dann bemalt. Ich werde sie zwischendurch kodieren. Ihr wisst, ich mache es mit einer Sprühdose. Von daher ist es nicht im fertigen Video. Ich freue mich drauf. Und vor allem bin ich sehr happy, dass wir diese unsägliche Highlighterei endlich mal mehr überwiegend hinter uns haben. Natürlich werde ich beim Bemalen auch die Highlights an den Killercoptern machen müssen. Aber das ist ein Problem für den Bernd von nächster Woche. Der Zusammenbau hat mir mehr Spaß gemacht als das Highlighten, aber das wisst ihr ja. Dennoch, ich bin mit den Ergebnissen eigentlich ganz zufrieden. Ich finde gerade die blauen Akzente bei den Chaos-Truppen ziemlich cool. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. War mal wieder ein interessantes Video. Nächste Woche wird gemalt. Übernächste Woche geht es dann schon mit dem Garg-Bot weiter. Bis dahin, ich wünsche euch was und wie immer liken, teilen, abonnieren.
lasst mir gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns am Sonntag. Und, ab jetzt kommen mittwochs auch immer Shorts, die euch entweder einen kleinen Blick hier in die Werkstatt geben, in ein anderes Projekt oder was auch sonst mir irgendwie einfällt. Aber ich will euch auf jeden Fall ein bisschen mehr Kontext bieten. So, nun aber, bis nächsten Sonntag.